So, wir wechseln jetzt das Format. Es gibt jetzt keinen Vortrag, sondern ein Slam. Oder da gibt es auch das Stichwort Battle. Also 3 Experten werden jetzt einen kleinen Wettkampf aufführen. Also, wir werden insgesamt 3 Aufgaben definieren. Die 3 Aufgaben sind den Gladiatoren nicht bekannt, den Slammern. Die Slammer haben dann 2 Minuten Zeit, sich auf das Thema einzustellen und dürfen dann 2 Minuten performen und die Aufgabe lösen live. Und über Slido stimmt ihr dann ab, wer es am besten gemacht hat. So, die Aufgaben, oder ich definiere jetzt eine Aufgabe. Haben wir natürlich so gewählt, dass es nicht völlig abgedreht oder unfair ist, aber 2 Minuten ist wenig Zeit und dann darf man 2 Minuten performen. Und Daniela, die erste Aufgabe darfst du jetzt hinschreiben, und zwar die lautet: Erfolgsregeln für eine FMEA-Moderation. Das ist ein weites Feld. Erfolgsregeln für eine FMEA-Moderation. Wir geben jetzt auch nur die erste Aufgabe bekannt. Jetzt laufen die 2 Minuten. Jeder kann sich jetzt ein Konzept überlegen, Erfolgsregeln für eine FMEA-Moderation. Als Medium kann man jetzt das Flipchart gebrauchen, frei sprechen, wie auch immer. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Gut, dann habe ich die Arbeitskleidung mal das Jackett abgelegt. Das ist jetzt mehr Arbeitskleidung. Irgendwie war ich gerade gar nicht so ganz darauf vorbereitet, aber Daniela hat mich ja angesprochen, ob ich mitmache. Ja, natürlich mache ich mit. Jetzt komme ich nicht raus. Okay, also für mich ganz einfache Regeln. Also ich bringe mal ganz kurz noch eine kleine Ausführung. Ich bin jetzt seit 8 Jahren, glaube ich, ganz erfolgreich bei der Firma Stihl unterwegs mit Kollegen. Wir dürfen dort die ganzen FMEAs moderieren. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo mich der Vorstand eingeladen hat und gesagt hat: Herr Schloske, nennen Sie mir 3 Punkte, damit Sie bei uns erfolgreich FMEA machen. Die 3 Punkte sind drin. Ich habe dann zwar noch ein paar weitere ergänzend dazu, aber ich habe dem Vorstand gesagt, ich möchte einen Raum haben, der den FMEA-Moderatoren gehört. Also nicht, dass ich jedes Mal irgendwo schauen muss, dass ich einen FMEA-Raum kriege. Dann habe ich gesagt, dieser Raum, der muss eine Ausstattung haben mit 2 Displays. Das heißt, auf das eine Display geht der Entwickler mit seinem CAD, auf das andere Display geht der FMEA-Moderator. Ich kriege leider in dem Raum immer den kleineren Bildschirm, den großen kriegen die mit dem CAD, aber damit kann ich leben. Und das dritte war für mich, ich brauche einen FMEA-Koordinator. Ich möchte mich als Moderator nicht die ganze Zeit damit rumschlagen, wen muss ich einladen. Da brauche ich einen aus der Firma, der weiß, wen man dazu nehmen muss. Und jetzt haben wir noch so ein bisschen was dazu geschrieben. Ich brauche, Kompliment an die Firma Apis, ich brauche eine moderationstaugliche Software. Und das ist, finde ich, einfach, da ist Apis einfach gigantisch. Ich habe gesagt, zeitlang war mal SAP in Frage. Ich habe gesagt, wenn ihr SAP einführt, braucht ihr einen anderen Moderator. Ich will so eine U-Form haben. Ich will idealerweise die Tabellen auf dem Tisch haben oder sowas, Bewertungstabellen. Die haben wir in dem Raum einfach an die Wand gehängt. Dann gehen die Leute hin und sagen, guck mal, da sind wir jetzt hier an dem Punkt. Dann ist es sofort ersichtlich. Und was auch noch für mich ganz wichtig ist, dass ganz klare Regeln sind. Ich, meine Kollegen, moderieren und der Projektleiter ist für das Maßnahmencontrolling zuständig. Ich bin nicht der Wadenbeißer als Moderator, der nachfragen muss, habt ihr die Maßnahme umgesetzt? Das ist der Projektleiter und mit dem treffen wir uns zu regelmäßigen Reviews und dann werden die Maßnahmen, so wie du gerade auch gezeigt hast, nachgepflegt. Perfekt. Ja, Zeit kann laufen und dann nehme ich auch schon gleich die erste Erfolgsregel gleich mal in Anspruch, und zwar Timekeeping. Das heißt, es geht darum, dass der Moderator hier eine sehr aktive Rolle spielt, wenn er die Teilnehmer, das heißt die Experten, die Technikexperten einlädt. Zeit im Auge behalten. Was soll er noch machen? Eine Agenda vorher schicken, aber bitte mit Inhalt und nicht Betreff, wir treffen uns. Sondern bitte mit Inhalt, damit die Teilnehmer sich aktiv auf den Workshop-Termin vorbereiten können. Was ist das Ziel, um was geht es? Dann ist es wichtig, dass der Moderator einen möglichst lebendigen, motivierenden Workshop durchführt und nicht die Leute, ich sage mal, einschlafend Fragen stellt, ja, bitte sag mir mal heute, was der Input ist, was könnten die Fehler sein? So nicht. Erfolgreich heißt,
Teilnehmer angucken, jeden dran nehmen, auch die Schüchternsten aktiv auffordern, ihre Beiträge zu leisten und das möglichst ausgewogen. Ganz wichtig ist, dass die Teilnehmer nicht in Massen an Workshops teilnehmen, sondern ich sage mir immer so 4 bis 6 Personen im Schnitt, dürfen auch weniger sein. Aber wichtig ist, dass in der Workshop-Zeit, die maximal 1,5 bis 2 Stunden dauern sollte, auch jeder Teilnehmer dazu kommt, was sagen zu dürfen. Und andere, die leider auch manchmal Monologe führen wollen, auch als Moderator auch mal ruhig in Schach zu halten. Ja? Weil jeder ist wertvoll, jeder Beitrag ist sinnvoll und kann dazu führen, Fehler abzusichern. Und was mein beliebtes Credo ist, der Moderator soll darauf achten, dass sich die Experten auch untereinander verstehen, wenn die sich unterhalten. Ein Softwerker, ein Techniker und ein Mechaniker. Als Moderator bitte Metaphern nutzen aus dem realen Leben und nochmal immer nach kurzen Abständen zusammenfassen, habe ich es richtig verstanden, das? Ich habe überlegt, es ist eigentlich gar nicht so schwer, im Vorfeld sich erstmal überlegen, worüber man reden möchte. Sprich, eine Einladung ohne Agenda taugt meistens nichts. Ich muss also sagen, worüber ich reden will und natürlich die richtigen Kollegen einladen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ich dann da bin, ja, oder auch online, ist erstmal wichtig, ganz klar abzugrenzen, worüber man sprechen möchte. Ja, also von wo bis wo, Abgrenzung des Betrachtungsgegenstandes, um irgendwie klar zu machen, wo man auch mit der Diskussion aufhören muss. Was ich am Anfang immer noch mache, was immer gut kommt, ist ein 5-minütiges Gespräch, wie war es im Urlaub, also irgendwas Persönliches mit reinbringen, um einen Bezug zu den Leuten aufzubauen. Ja, das halte ich für ganz, ganz wichtig, funktioniert auch immer und die Zeit ist es wert. Was auch noch gut ist, was ich immer sehr gerne mache, ich nehme den Leuten immer gern viel ab. Das heißt, ich versuche mich vorzubereiten selber auf das Thema. Da ist natürlich die KI auch eine schöne Sache. Man kann sich auf die meisten Prozesse ein bisschen einstimmen, indem man sich die Prozesse von einer KI erklären lässt. Zumindest grob. Die fasst das immer schön zusammen. Also man weiß schon, auch wenn man vorher nie dort war, ein bisschen, worüber man sprechen möchte. Dann, wenn es live ist, kann ich nur empfehlen, Süßigkeiten auf den Tisch zu stellen. Das gehört für mich auch ein bisschen dazu, ist aber bei mir meistens nicht mehr live inzwischen. Und was ich für eine ganz großartige Sache halte, ist es nicht, die FMEA-Software zu zeigen. Also das heißt, Bilder zu zeigen, Videos zu zeigen, irgendwas, Zeichnungen, sonst was, darüber können die Leute diskutieren. Wenn ich da rumschalte und mit der Geschwindigkeit, mit der ich rumschalte, hänge ich alle ab. Ja, also wenn du dann, also das heißt, Betrachtungsgegenstand möglichst zeigen, halte ich auch noch für eine gute Sache. Und zuletzt ist es für die Leute immer ein bisschen Belohnung, wenn man nicht bis zum Anschlag der Uhrzeit macht, die man geplant hat, sondern ein kleines bisschen früher aufhört, hervorhebt, dass man was Tolles gefunden hat und dann quasi die Leute sozusagen, hey, ihr habt noch 5 Minuten für die nächste, also vor der nächsten Besprechung. Das wäre so mein Ansatz. Bleib bitte hier stehen. Ja, ganz herzliches Dankeschön.